Es ist so gut wie sicher. Astronauten werden andere Planeten besuchen und höchstwahrscheinlich werden wir den Weltraum auch demnächst zu einem dauerhaften Außenposten der Menschheit machen. Doch wer wird das tun? Spielen NASA, ESA und andere staatliche Weltraumagenturen dann noch eine Rolle? Oder wird es wie im Internet? Private Unternehmen übernehmen im wahrsten Sinne des Wortes die Macht. Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. 1, 2, ja, vielen lieben Dank für diesen Themenvorschlag bei WhatsApp in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu unserem Newsletter. Gucken wir einmal kurz zurück in die Geschichte der Raumfahrt. In ihren Anfängen waren es vor allem die USA und die Sowjetunion, die wirklich Wahnsinns-Raumfahrtmissionen in die Tat umgesetzt haben. Zwischen 1950 und 1970 schickte man die Menschen ins All und auf den Mond. Dabei waren kurz vorher erst Raketen erfunden worden. Doch damals ging es ausschließlich darum, Raketen als Trägersysteme für Sprengstoffe, Atomwaffen dann einzusetzen. Die Visionen von bemannten Raumflügen waren damals nicht geplant. Erst 1955 ging dazu der Wettlauf los. Sputnik wurde ins All geschickt, dann kam die Hündin Laika und dann Juri Gagarin. Dann die Landung auf dem Mond 1969, der absolute Hammer. Und das bis heute. Seitdem gibt es bemannte Raumfahrt nur noch im erdnahen Weltraum. Rückblickend gesehen war das goldene Zeitalter der Raumfahrt ausschließlich politisch motiviert. Kaum war der Wettlauf gewonnen, war er auch schon vorbei. Doch auch diese Zeiten sind vorbei und der Weltraum und das Sonnensystem werden kontinuierlich erforscht. Doch fest steht auch, die staatlichen Raumfahrtorganisationen können nicht mehr Unsummen einfach so raushauen. Kein Staat dieser Welt würde sich wohl heutzutage so etwas leisten wie das Apollo-Programm. Milliarden teuer. Dafür vielleicht aber eine Privatperson. Und hier sind wir schon mitten im Vergleich. Private Raumfahrtorganisationen wie SpaceX sind nicht an politische Vorgaben gebunden. Eine riesige Chance. Sie können ihre Raketen ins All schicken, wie und wann sie wollen und damit sogar Geld verdienen. In Zukunft ein riesiges Geschäftsfeld. Oft wird das mit der Entwicklung der Computer verglichen. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren es riesige, unhandliche Maschinen, die in großen Gebäuden untergebracht wurden und kein normaler Mensch konnte etwas damit anfangen. Nur staatliche Unternehmen konnten sich diese Maschinen leisten, bis dann private Firmen in den Markt eingestiegen sind. Die Computer wurden dadurch nicht nur preiswerter, sondern auch kleiner und flexibler. Mehr Leute kauften sie, auch für den privaten Gebrauch, und so wurden die Computer noch billiger. Mittlerweile sind sie überall, auch in unseren Autos, Telefonen und Fernsehgeräten. Und genauso entwickelt sich die Raumfahrtindustrie gerade. Sie wird eine von Privatunternehmen geführte Industrie. Gerade haben Richard Branson die Ticketpreise für einen Flug in den Erdorbit und Elon Musk für Flüge zum Mars bekannt gegeben. Eine Riesenchance, denn dadurch werden Raumflüge nicht nur billiger, sondern auch einfacher und sicherer werden. Nicht nur Astronauten und Astronautinnen, sondern normale Menschen wie du und ich werden vielleicht schon bald ins All fliegen. In Zukunft vielleicht sogar so routiniert und unaufgeregt, wie viele von uns ins Flugzeug steigen, um Sommerurlaub zu machen. Die private Raumfahrt kann so also Entwicklungen vorantreiben, die staatliche Raumfahrt so nie hätte umsetzen können. Auf der anderen Seite hat die staatliche Raumfahrt ja auch ihre Vorteile. Hier geht es eben nicht mehr darum, Erster zu sein. Das hat jetzt die private Raumfahrt übernommen. Stattdessen hat die staatliche Raumfahrt sich auf solide Grundlagenforschung konzentriert, durch die wir den Weltraum immer besser verstehen können. Dennoch fehlt es leider eben an der Motivation, eine spektakuläre und langfristige Mission wie beispielsweise einen Flug auf den Mond oder Mars anzugehen. Das liegt wie eben aber auch schon erwähnt an finanziellen und politischen Erwägungen. Doch so stellen die privaten Betreiber wie SpaceX den Raumfahrtagenturen die Existenzfrage. Denn sie sind ihren Geldgebern, den Bürgern, Rechenschaft schuldig. Das hat bis vor kurzem funktioniert, denn da gab es einfach keine Alternative zu den staatlichen Anbietern. Doch NASA, ESA und so weiter dürfen nicht vergessen, dass sie einem gewissen Anspruch gerecht werden müssen. Sie haben die Aufgabe, den Fortschritt der Gesellschaft zu sichern und moderne Technik zu entwickeln. Einen Schritt in die richtige Richtung hat vielleicht das Großherzogtum Luxemburg im Herbst 2018 gemacht. Luxemburg? What? Es hat eine eigene Weltraumagentur gegründet. Das Ziel der Luxemburg Space Agency LSA, private Unternehmen bei Weltraumforschungsprojekten zu unterstützen, und zwar mit staatlichen Mitteln. Damit will das Großherzogtum eine führende Rolle bei der wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums erlangen. Große Pläne habe man in Sachen Asteroidenbergbau. Hier will man beispielsweise Rohstoffe wie Wasser und Sauerstoff im All gewinnen und für die Weltraumindustrie verfügbar machen. Der rechtliche Rahmen für dieses Vorhaben ist in Luxemburg als einziger
einziges Land in Europa bereits geschaffen. Schon 2017 hatte man ein Gesetz erlassen, das den Abbau von Rohstoffen für Asteroiden ermöglicht. Auch wenn das Gesetz äußerst umstritten ist, hatten sich daraufhin viele Firmen der Weltraumbranche mit ihren Zentralen nach Luxemburg begeben. Die LSA wird jedenfalls eng mit der ESA zusammenarbeiten. Erste konkrete Aktionen im Weltall sind jedoch zeitnah noch nicht geplant. Anders bei Elon Musk. Er steckt Milliarden in seine Firma SpaceX, profitiert von der staatlichen Forschung und alles andere kann ihm egal sein. Wenn er Menschen zum Mars schicken will, kann er das ganz alleine entscheiden und auch umsetzen. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch wieder kritisch sehen, denn anders als staatliche Organisationen muss er sich in seinem ganzen Tun nicht der Öffentlichkeit gegenüber rechtfertigen, denn er hat schließlich keine Verantwortung uns gegenüber, wie und wofür er sein Geld ausgibt. All das hängt an ihm, einem Milliardär, genau so wie auch bei Jeff Bezos oder Richard Branson, die ähnliche Visionen haben. Theoretisch können sie aber auch von heute auf morgen wieder auf der Spielfläche verschwinden. Das ist bei großen Organisationen wie der NASA oder der ESA nicht wirklich vorstellbar. Und andererseits, wenn sie die Raumfahrtindustrie durch niedrige Preise dominieren, haben sie plötzlich die Macht im Weltraum. Upsi. Wäre es dann nicht viel verantwortungsvoller, wenn der Weltraum nicht einzelnen Milliardären bzw. ihren Firmen gehört, sondern der ganzen Gesellschaft? Ja, aber diese Überlegung ist jetzt schon hinfällig, denn fest steht, der Raumfahrt stehen wilde Zeiten bevor und das haben wir vor allem SpaceX und allen anderen Firmen zu verdanken, die den Weltraum erobern. Die fundamentale Bedeutung der Raumfahrt. Für dieses spannende Video hier klicken und unbedingt den Kanal Neugierzone auch abonnieren. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.